Der Tod ist der Höhepunkt des Lebens, sagt man in Wien. Die Trauer um den Verstorbenen war immer schon inszeniert für die Nachwelt. Aber alle Trauer hat auch immer schon einen Ort gebraucht, an dem man erinnern und gedenken kann. Friedhöfe sind diese Orte der Erinnerung. Und sie sind Orte des Eingedenkens, denn wir werden uns auf ihnen bewusst, dass das Leben endlich ist. Darum wurden Tote in Stein gemeißelt, wie dieser hier im Schlafsaal des Todes zu Pisa. Und über ihnen hat man seit dem Mittelalter gewaltige Hallen errichtet, die Symbol eines Glaubens sein sollen, dass der Tod überwindbar ist. Warum aber fürchtet das christliche Mittelalter so sehr den Tod und das jüngste Gericht? Warum wird die Bildkraft der Epoche so sehr darauf konzentriert, die Schrecken der Versuchung und die Verdammnis der Seelen den Gläubigen vor Augen zu führen? Und warum suchen die Gläubigen Schutz in der Kirche? Warum sind Gotteshäuser zuerst auch Friedhöfe? Warum stiften die reichen Kirchen und lassen sich nächst den Heiligen bestatten? Warum diese Angst vor dem Tod? Woher dieses Entsetzen vor der Hölle? Die Calixtus-Katakomben an der Via Appia in Rom waren ursprünglich Grabstellen unter der Erde für die Armen und die Unterprivilegierten. Es ist das 3. und 4. Jahrhundert nach Christus und das Christentum ist Staatsreligion geworden. Es hat die antik-heidnische Apotheose des Diesseits abgelöst. An seine Stelle ist, wie hier unten, eine unscheinbare Welt getreten, für die nur das Jenseits zählt. Aber schon in den ersten Katakomben gab es vereinzelt Marmorsarkophage und Gräber, die ganze Hohlräume unter der Erde beanspruchten. Dabei war die Darstellung von Status eines der Symbole für die antik-heidnische Welt, gegen welche das Urchristentum gekämpft hatte. Nun aber, in den 60er Jahren des 4. Jahrhunderts, geht das goldene Zeitalter der Katakomben endgültig zu Ende. Die Zeit verlangt wieder nach Repräsentation durch sichtbare Bauten. Dieser Wunsch nach Legitimation der nun allein herrschenden Kirche führt zur monumentalen Anrufung der Märtyrergräber. Im Stadtinneren und sogar auf dem Forum werden die dort überlieferten Reste der Märtyrer zu privilegierten Bestattungsorten. Über den Gebeinen wird eine Basilika errichtet oder die Reste antiker Tempel werden zu christlichen Gotteshäusern umgewidmet. Dies wird über die Jahrhunderte sich fortsetzen und nicht selten behalten selbst die heidnischen Ruinen mit ihren in die Höhe strebenden Säulentrommeln ihre monumentale Ausstrahlung. Sie wirken größer als ihre christlichen Widersacher. Das ist ein Stachel im Fleisch der Kirche, der erst mit dem Umbau der Peterskirche triumphal beigelegt werden sollte. Die Kirchen über den Gebeinen der Heiligen werden immer größer. Dazu tragen reiche Stifter bei, die sich, je mehr das römische Imperium zusammenbrach, dem Schutz der Märtyrer anvertrauen wollten. Sie versprechen sich davon einen Vorteil im Jenseits und errichten sich zugleich ein Denkmal, ohne sich dem Verdacht des Hochmutes auszusetzen. So wird aus der einfachen Basilika, wie hier zu Trient, der gewaltige Dom für den Märtyrer St. Vigilius. Der in Rom und Athen ausgebildete Vigilius kam 380 nach Trient. Er zog missionierend durch die Gegend und gründete zahlreiche Kirchen.
Als er in einem der Täler eine heidnische Saturnstatue zerstören ließ, wurde er von den Einwohnern gesteinigt. Er wurde in der von ihm erbauten Kathedrale beigesetzt und seine Reliquien in den heutigen Dom überführt. Das ganze Kirchenschiff ist unterhöhlt mit Grabkammern, deren wichtigste direkt unterhalb des Altars gelegen ist. Es ist ein einfaches, hierarchisches System. Die ersten Basiliken wurden über den Gebeinen von Märtyrern errichtet und diese direkt unterhalb des Altars später beigesetzt. Die Gläubigen wollten ad sanctos, nächst den Heiligen, bestattet werden. Und so sind diese Plätze den wichtigsten Aristokraten und Bürgern der Stadt reserviert worden. Diese stifteten beträchtliche Teile ihres Vermögens. Die Sarkophage waren meist heidnisch antiken Ursprungs, was die neuen Herren aber nicht zu stören schien. Im Zentrum des gewaltigen Doms steht also nicht der Altar, sondern der Sarkophag des heiligen San Vigilio, der den Grundstein dieser unterirdischen Ordnung bildet. Es ist ein streng gegliedertes Totenreich und das gesamte Kirchenschiff ursprünglich über dieser Krypta errichtet worden. Die Massenbewegung der Pilger ist eine Gegenreaktion auf die erneute Demonstration von Herrschaft. Als Ersatz für die urchristliche Utopie propagieren die Kirchenväter ab dem 4. Jahrhundert die Wallfahrt. Sie vollzieht symbolisch den Weg Jesu, die Via Dolorosa, nach und geht zu Orten, die mit den Heiligen und Märtyrern in Verbindung gebracht werden. Bewusst wurden beschwerliche Routen gewählt. Die viel leichtere Reise zu Schiff war Wohlhabenden vorbehalten und galt als unvermeidlich nur für den Weg nach Jerusalem. Im Jahr 800 ist Karl der Große hier durch die Täler des Trentino auf den Weg nach Rom gezogen. Zur gleichen Zeit wurde auf einem Felsvorsprung die Kapelle Santo Stefano di Carisolo erbaut. Möglicherweise ist sie auf den Ruinen einer heidnischen Kultstätte errichtet worden. Sie lag an dem Pilgerweg nach Madonna di Campiglio und diente weniger der Rast als der Mahnung, nicht nachzulassen. Die Kreuze beherrschen das Tal. Sie künden vom Sieg über die körperlichen Qualen und vom Glauben an die Überwindung des Todes. Das Kreuz Christi ist das Symbol des Leidens, der Hauptwaffe gegen den Teufel. Insofern dieses kapitale Leiden, das Sterben am Kreuz, die Grundlage für den Heilsschatz, der Menschheit gegeben ist, hier verbildlicht. Im Kreuz ist die Gewissheit, dass am jüngsten Gericht eine Instanz da sein wird, die durch das Leiden, das an ihr heftet, die Menschheit erlöst. Das Kreuz ist zugleich aufgrund dieses Umstandes das Zeichen des Sieges über den Satan, über das Böse. Im Tal unterhalb von Carisolo befindet sich die Wallfahrtskirche von Pinzolo, die auf das 10. Jahrhundert zurückgeht. Die dem Tal zugewandte Fassade ist ganz mit dem weltberühmten Danse Macabre, dem Totentanz von Simone Basquinis, bedeckt. Im Danse Macabre werden alle sozialen Stände zitiert. Papst und Kaiser auf der einen, Kind, Soldat und alte Frau auf der anderen Seite. Die Botschaft ist hart und direkt und unmissverständlich. Egal, was du auch im Leben seiest oder verkörperst, du wirst sterben wie ein jeder. Das Fresko ist mit einer Textlegende, einer Art brutaler Moral versehen. In questo ballo è giusto che tu entri, in diesen Totentanz musst du dich einreihen. Du kannst dich diesem Gesetz nicht entziehen, selbst wenn du ein Kardinal bist. Per fuggire ai piaceri del mondo, um den Freuden der Welt zu entfliehen, bist du Nonne geworden. Aber du kannst nicht dem finsteren Tod entfliehen. An der Handelsstraße, die Trient mit den Ländern jenseits der Alpen verband, lag auch das reiche Brixen.
Der romanische Kreuzgang aus der Zeit um 1000 ist damals wie heute neben dem Kirchenbau gelegen. Der Boden der Kirche hütet eine Nekropole. Die Grabsteine, die aus dem alten Gotteshaus stammen, wurden irgendwann in diesem Kreuzgang abgestellt. Aber so weit vorn, dass der eigentliche Ort der inneren Sammlung von den realen Zeugnissen des Todes unberührt bleibt. Der Kreuzgang stellt keine durchgehende Bildererzählung dar, sondern in den einzelnen Gewölbegraten wurden von einem Meister der Brixner Schule verschiedene Episoden des Alten Testamentes ausgemalt. Sinn und Zweck dieser Bilder ist die immer erneuerte Mahnung an den Betrachter, sein Leben nach dem Jenseits auszurichten und es nicht im Diesseitigen zu vergeuden. Oder es wird auf den Gründermythos der Kirche selbst verwiesen. Diese folgt einer im Mittelalter inzwischen stereotypen Legende von der ursächlichen Bestattung des Heiligen als Grundsteinlegung. Der heilige Sebastian, der von Pfeilen durchbohrt wird, die ihn jedoch nicht töten, ist einer der ersten frühchristlichen Märtyrer, denn er verkündete das Christentum unter Kaiser Diokletian. Ein anderes Bild zeigt in Antithese einen Reichen, der sich am Tisch bedienen lässt, während unten im Bild links ein Gläubiger von Tieren zerfleischt wird. Das Motiv an der linken Wand des Kreuzganges hat die Pilger sicher berührt. Der Lichteinfall macht aus der Pietà, die ihren Sohn beweint, ein suggestives Motiv. Es ist das Licht des späten Vormittags, wenn die Sonne über den Berg gekommen ist und die Morgengebete beendet sind. Auf dem Weg nach Rom, die Berge sind nur mehr am Horizont zu sehen, liegt eine der bedeutendsten Städte des Mittelalters, Pisa. Die heutige Piazza dei Miracoli war ursprünglich ein Begräbnisplatz außerhalb der Stadtmauer. Die Gesamtanlage mit Dom, Baptisterium und Camposanto wurde um 1300 begonnen. Der in der Dimension monumentale Kreuzgang ist ein Friedhof und für den Innenhof hatte man Erde aus dem Heiligen Land holen lassen. Der Stein des Bodens und der Säulen wiederum war aus dem heidnischen Marmor der Luxusbauten in Ostia Antica gebrochen worden. Die inneren Wände des Kreuzganges waren mit einem gewaltigen Fresko ausgemalt, das beim Brand im Zweiten Weltkrieg zu großen Teilen zerstört wurde. Das Fresko an der Wand leitete den Besucher in diesem Kreuzgang des Todes. Kleine Kapellen luden ihn dabei ein, aktiv Buße zu tun. Auf dem alten Begräbnisplatz hatte man etwa 30 Steinsarkophage gefunden. Diese wurden in den neuen Camposanto überführt. Sie gehörten reichen Pisaner Bürgern und wurden in diesem später sogenannten Schlafsaal des Todes aufgestellt. Viele Sarkophage haben einen prächtig antik-profanen Bildschmuck, wie dieser Musensarkophag, in dessen Zentrum sich der in antiker Zeit Verstorbene hat porträtieren lassen. Diese heidnischen Sarkophage waren christlich umgewidmet worden. Man übernahm einfach die repräsentativen Bilder wie diesen paganen Greif, der ein antikes Herrschaftssymbol darstellt. Gegenüber ist ein Riefelsarkophag aufgestellt. Das Medaillon stellt ein Brüderpaar dar, ebenso wie die Jagdszene darunter ein heidnisches Motiv. Die christlichen Nachfolger haben buchstäblich die antiken Gebeine herausgenommen und die Körper ihrer verstorbenen Ahnen hineingelegt. Das gewaltige Fresko muss die Zeitgenossen erschüttert haben. Es beginnt mit dem Weltgericht und einem zornigen Jesus, der seine Wundmale zeigt und seine Empörung wie ein Blitz in Richtung der Hölle rechts schleudert. Diese Wut wird ausgeglichen durch die sanftmütige Maria zu seiner Linken. Unter ihnen ein Engel mit 2 Schriftrollen. In Augenhöhe des Betrachters dann der mit dem Schwert richtende Erzengel Michael. Ein anderer Engel, der dem Weltgericht angehört, drängt die verängstigten Bürger von Pisa auf die Seite der Verdammnis. Die Gesichter sind klagend und bittend, aber niemand kann sich diesem Gericht entziehen. Es ist das immer gleiche Motiv des Christentums. Vor der Macht des jüngsten Gerichtes gelten auch der Reichtum und auch die Würde des Bischofs und selbst die Macht des Königs nichts mehr.
Wenigstens aber im Bildaufbau des Freskos hat der Künstler dem sozialen Status Tribut gezollt, indem er die Könige die obere Reihe besetzen ließ. Aber selbst einer der Engel erschrickt vor der Gewalt und Unausweichlichkeit dieses Gerichtes, das mit der Posaune angekündigt wird. Auf der linken Seite sieht man die Geretteten. Auch dies sind Porträts von Pisaner Bürgern. Ihr Gesichtsausdruck ist ruhig und sie sehen alle gemeinsam auf zu der barmherzigen Figur der Maria, die sich ihrer erbarmt hat. Ihre Körperhaltung ist entspannt, die Gesichter klar und gepflegt, dabei konzentriert, nicht nachlässig. Sie drücken intensive Dankbarkeit aus und den Sieg des Guten über das Böse. In der Gesamtansicht wird das als eine Gemeinschaft dargestellt. Das Böse ist individuell und es verzerrt jedes Gesicht in anderer Form. Die hier dagegen sind die rechten Bürger der Stadt, die sich dem jüngsten Gericht unterworfen haben, aber von dem zornigen Christus nicht gerichtet, sondern verschont werden. Rechts davon wird die Hölle inszeniert, verkörpert von einem gliedmaßenverschlingenden Satanswesen. Gleich daneben wird eine der Höllenstrafen dargestellt. Jede Strafe ist einer der Todsünden zugeordnet. Auch in der Hölle muss es, ebenso wie im Paradies, eine Ordnung geben. Diese Verdammten werden gekocht, sie stehen für den Neid. Ein Scherge des Satans mit einem Katzenkopf hält sie in dem Becken ihrer Verdammnis. Zwei aneinander gebundene und schreiende Gestalten stehen für die Völlerei. Ihnen wird ein Dreizack in den gefüllten Bauch gebohrt. Andere Dämonen häuten den am Boden liegenden Antichristen. Diese Szene wird eingefasst von einer Reihe von Mönchen, die mit abgeschlagenen Köpfen dargestellt werden. Sie gehören dem Orden der Franziskaner an und damit kommt der politisch aktuelle Bezug ins Spiel. Auch Nikolaus V. war Franziskaner. Im Kampf zwischen Kaiser und Papst wurde er von Kaiser Ludwig dem Bayer als Gegenpapst intronisiert. Dafür büßen beide nun in der Hölle. Ludwig der Bayer wird ausgeweidet und ein riesiger Dämon frisst die Glieder von Nikolaus V. Der auf dem Rücken liegende mit dem Turban ist Mohammed und das symbolisiert, dass Nikolaus V. ein Ungläubiger und zu Recht hier ist. Diese dramatische Bildinszenierung sollte alle daran mahnen, das Richtige zu tun und ihr Leben nach dieser endgültigen Wägung der Seelen auszurichten. In den Boden ist der Grabstein eines offensichtlich reichen und einflussreichen Pisaner Bürgers eingelassen. Ob er es geschafft hat? Ob seine Seele gerettet wurde? Es handelt sich um Pietro di Maestro di Antonio di Santo Pietro, ein Universitätslehrer und Jurist. Seine Lage ist unverändert seit dem Jahr 1429 und der Kampf um seine Seele, so war der Glaube und deshalb versammelten sich die Angehörigen über Tage im Campo Santo, konnte lange dauern, bis er entschieden war. Dieser Kampf ist dargestellt in der Todesallegorie. Aus den Mündern der Toten werden die Seelen gezogen. Sie haben die Gestalt von Säuglingen und sogleich beginnt der Kampf zwischen den heranfliegenden Knechten des Satans und den Engeln. Die Epoche stellt sich diesen Kampf als vollkommen offen vor. Das Böse ist mächtig, das sagt dieses Fresko. Es ist gewaltig und kann selbst die Engel besiegen, wenn der Tote durch sein Leben diesen bei ihrem Kampf nicht Handhaben gegeben hat. Die Zeitgenossen hatten Angst. Und dass diese gerechtfertigt ist, das zeigt die Figur des Kopfüberstürzenden, der Versuchung erlegen und für die Engel verloren ist. Erst oberhalb dieses Kampfes herrscht Ruhe. Diese Engel haben die Seelen geschultert, die bereits gerettet sind. Links unten werden die 3 Stadien der Verwesung dargestellt. Sie sind direkt vis-à-vis dem Betrachter. Wie das an den Särgen schnuppernde Pferd soll dieser den Geruch des Todes wahrnehmen.
Das Pferd gehört zu einer Gruppe von Edelmännern, die durch die Bildallegorie daran gemahnt werden, nicht der Hybris zu verfallen. Die gesamte Botschaft des Freskos wird in dieser Szene noch einmal praktisch zusammengefasst. Der letzte der Gruppe hält sich die Nase zu. Sie leben. Noch. Es ist ein bildgewaltiges Memento Mori in der größten derartigen Grabanlage des Mittelalters. Um zu verstehen, welche Bildgewalt da im Laufe der Zeit mit dem ausgehenden Mittelalter zusammenbrach, muss man noch einmal jenseits der Alpen blicken, nach Burgund, ehemals antike Provinz, an Reichtum den Städten Trient und Pisa beinahe ebenbürtig. Le saint auquel cette cathédrale est dédiée, c'est Saint-Lazare. Dieser Dom ist dem heiligen Lazarus geweiht, Marthas und Marias Bruder, der von Jesus wiedererweckt wurde und ihm folgte. So erzählt es das Evangelium. Also ist das, was ihm widerfährt, eines der ersten Zeugnisse für jeden Christen, dass am Ende der Zeit die Auferstehung stehen wird. Die Kathedrale von Autun ist also ein Ort, der durch seinen Namen ebenso wie durch seine architektonische und ästhetische Gestalt deutlich beweisen will, dass der Tod besiegt wurde. Die Kathedrale Saint-Lazare in Autun ist eine dreischiffige Basilika, mit deren Bau 1120 begonnen und die noch nicht vollendet war, als sie 1130 von Papst Innozent II. Geweiht wurde. Der Tympanon, also das Feld über dem Westportal der Kathedrale, zeigt ein in Stein gefasstes jüngstes Gericht, das Meister Gisle-Bertus, der wohl begabteste Steinmetz seiner Zeit, geschaffen hat. Es zeigt, wie in Pisa, ein Weltgericht, das sich über den zigtausenden von Pilgern erhebt, die die Kathedrale aufgesucht haben. Im Mittelpunkt des Pfeilers Christus, der die Seelen wiegt. Er wird flankiert vom Erzengel Michael und Maria. Gisle-Bertus hat sein Werk mit eigenem Namen gezeichnet, was für die damalige Zeit ungewöhnlich ist. Seine sehr intensiv atmosphärische Darstellung potenziert sowohl die teuflisch-dämonische wie die himmlische Seite. Der Innenraum der Kathedrale ist nahezu unverändert geblieben. In ihr hat sich ein Strom von Pilgern bewegt, der nicht ausschließlich durch den Altar angezogen, sondern durch die Kapitelle oben an den Säulen geleitet wurde. Es sind Darstellungen, die in ihrer Drastik unvergleichlich sind. Auf die armen Seelen stürmen und stürzen Fratzen, die Schrecken verbreiten sollen, wirklichen Terror. Sie terrorisieren. Die Szenen ohne sie sind wie kurze Intermezzi. Die Spannung lässt nach und die Gläubigen, die vom Bösen versucht werden, werden zum nächsten Kapitell weitergeleitet. Die Botschaft dieser skulpturalen Anordnung ist Ut terreat terror, damit der Schrecken schrecke. Nur die äußerste Drohung mit dem Schrecken der Verdammnis also wird die Seelen vor der Versuchung durch das Böse bewahren. Am Ende des Ganges von dem Osttor, durch den sie hereinkamen oder hinaustreten werden, war konkreter als die Dämonen zu sehen, was gemeint war. Das heißt, die Pilger kommen aus der Seite des Unheils von Norden und müssen nun gereinigt werden. Ihnen wird als Reinigung gegenübergestellt Adam und Eva. Die Eva ist überliefert als Sünderin. Dem Menschen wird also vor Eintritt in die Kirche die Sünde gezeigt. Und die Sünde der Verführerin mit dem Apfel wird auf eine Weise gezeigt, die verdeutlicht, dass für Künstler nichts attraktiver war als die Darstellung der Sünde. Die
Die Kathedrale von Autun wurde zu einer der wichtigsten Pilgerkirchen im Spätmittelalter. Sie wurde der Massenbewegung des Christentums geweiht, dessen innerster Impuls die Angst vor dem Jenseits war. Ironischerweise ist ein hier gefundenes antik-heidnisches Mosaik der Kirche genau gegenüber ausgestellt. Der Satz des Epikureas ist die exakte Antithese. Er lautet: Es ist gewiss, dass ein zweites Leben nicht möglich ist.